Ethnologue ist ein Sprachenverzeichnis, die Statistiken zu lebenden Sprachen auf der Welt bereitstellt. Auf der Seite ethnologue.com ist zu entnehmen, dass heute 7111 lebende Sprachen existieren. Die meisten davon sind Sprachen, von deren Existenz wir wahrscheinlich noch nicht einmal gehört haben. Die Frage, die nach bisschen Nachdenken resultiert: Woher kommen eigentlich Sprachen und wie wurden sie ursprünglich entwickelt? Wie hat der Mensch es geschafft, durch das Werkzeug Zunge eindeutig hintereinander geschaltete Laute zu erfinden, die für alles Mögliche stehen? Die Sprachenentwicklung war für den Menschen fundamental. Der Sprachursprung ist der bisher nicht datierte Zeitraum, in dem der Mensch lernte, sich sprachlich auszudrücken. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie der Mensch es schaffen konnte, eine Sprache zu entwickeln. Etienne Bonneau de Condillac glaubte, dass ursprünglich Adam und Eva dazu in der Lage waren, durch Gott ihre Gefühle miteinander zu teilen. Doch die weitere richtige menschliche Sprache habe sich ohne Gott entwickeln können. Die Entwicklung sei durch Gebärdensprache zu artikulierten Lauten erfolgt. Es wurden instinktiv Laute und Gesten für verschiedene Erfahrungen benutzt. Durch das Erinnerungsvermögen haben sich Menschen gemerkt, wo bestimmte Laute und Gesten benutzt worden sind. Dadurch kommunizierten sie mit der Zeit immer genauer, wodurch irgendwann die Gesten komplett verschwunden sind. Condillac unterscheidet dabei die Entwicklung der Sprache bei Mensch und Tier nicht. Anders als Herder. Johann Gottfried Herder ist der Meinung gewesen, dass der Spracherwerb durch Vernunft und Besonnenheit erlernt wurde. Nach ihm lebt der Mensch in einer viel komplexeren Dimension als das Tier, wofür er eine Sprache braucht. Ein Tier hat einen viel kleineren Wirkungskreis und benötigt keine Sprache. Der Mensch jedoch ist instinktfrei, erkennt Dinge wieder und muss durch sein ausgeprägtes Bewusstsein mehr ausdrücken, wofür er eine Sprache braucht. Andere Menschen wie Johann Peter Süßmilch sind der Auffassung, dass der Mensch selber nicht in der Lage ist, Sprache zu entwickeln. Er beschreibt nämlich folgendes Problem. Die Sprache ist nach ihm viel zu geordnet und präzise und muss durch Vernunft entwickelt worden sein. Der Entwickler der Sprache muss laut ihm schon im Besitz dieser gewesen sein, um vernünftig denken zu können. Denn ohne Sprachen hätten wir Menschen eine ganz andere Denkdimension. Durch diesen anfangslosen Kreis folgt für Süßmilch, dass der Mensch selber die Sprache nicht entwickeln kann. Jean-Jacques Rousseau machte auch einige Schwierigkeiten in der Sprachtheorie deutlich. Denken ist notwendig für Sprache, aber Sprache ist notwendig für Denken. Außerdem waren Worte notwendig, um die Verständigung mit dem Wort zu vereinbaren. Somit schließt er, dass Sprache eine Gesellschaft braucht. Jedoch kann eine Gesellschaft nur mit einer Sprache existieren. Da dies ein problematischer Zyklus ist, vermutete er letzten Endes auch äußeren Einfluss auf den Ursprung.